Seit einiger Zeit habe ich große Freude an Naturreisen und Erlebnisreisen in die Wildnis. Das hat angefangen mit Reisen in die Arktis, an den Nordpol also quasi oder Richtung Norden, wo ich auf die Suche nach Eisbären, Polarfüchsen und Ähnlichem gegangen bin. Und immer wenn ich dort war und anderen Naturreisenden, die noch viel erfahrener waren, begegnet bin, sagten die, das ist alles toll hier. Aber noch viel beeindruckender ist eigentlich der Südpol und die Antarktis. Darum habe ich mit einem Jahr Vorlauf dann diese Reise angegangen und bin kurz vor Weihnachten für 3 Wochen letzten Endes in die Antarktis gefahren mit Hapag-Lloyd. Weil ich sehr, sehr uhrenbegeistert bin, stand neben allen Fragen, was für Garderobe nehme ich mit und was für Jacken und wie kalt ist es da, war auch eine große Frage, welche Uhren sollen mich begleiten. Und weil die Antarktis eben so ein außergewöhnliches Reiseziel ist, habe ich mir eben Gedanken gemacht, welche Uhren das denn nun genau sein sollten, was für Anforderungen ich an die Uhren, die ich mitnehmen wollte, stellen sollte, ob es eben eine Sportuhr sein sollte oder was Elegantes oder beides. Und so kam ich dann quasi zu meiner Auswahl. Dass ich eine Rolex mitnehmen wollte, stand dann für mich sehr, sehr schnell fest, eben weil das der Mythos letzten Endes ist, dieses unzerstörbar, egal wie kalt es ist, egal wie stürmisch es wird. Das ist irgendwie, stand für mich fest, dass ich eine Sportuhr, eine verlässliche Uhr mitnehmen wollte. Und die verlässlichste, die ich mir da vorstellen konnte, war eben die Rolex GMT Pepsi. Diese Uhr ist deshalb die neue Variante der Pepsi, eben eine stete Erinnerung daran, wie meine Sammelpassion anfing. Abgesehen davon hat sie natürlich diese zweite Zeitzone, die man einstellen kann. Theoretisch hat sie also auch einen gewissen Nutzen, gerade in der Antarktis war das so. Mit der Rolex bin ich sogar in der Antarktis schwimmen gegangen und das erschien mir erst einmal relativ verrückt, aber nachdem ich schon am Nordpol, oder nicht Nordpol, aber den Arctic Plunge da gemacht habe bei wohl 6 Grad Wasser, habe ich gedacht, das will ich jetzt eigentlich auch am Südpol noch ausprobieren. Die zweite Uhr, bei der ich da auch sehr schnell wusste, dass sie dabei sein sollte, war meine Zenith Solar Blue, die in Kooperation mit George Bamford entstanden ist. Das hat 2 Gründe. Zum einen die blaue Optik und die in Verbindung mit der Tachymeter-Skala, die mich immer ein wenig an eine Schneeflocke erinnert. Darum ist das für mich quasi meine inoffizielle Schneeuhr, die ich auch gern zum Skifahren mitnehme. Außerdem habe ich eine große Bewunderung für das, was George Bamford über die Jahre mit seinem Unternehmen geschaffen hat. Hinfort vom Enfant terrible hin zu einem anerkannten Uhrenveredler. Also früher gab es ja viele Hersteller, die sich dagegen gewehrt haben, juristisch, wenn er eben sich an den Modellen in ihren Augen vergangen hat. Inzwischen ist er offizieller Partner eben bei LVMH. Die dritte Uhr, die ich dann mitgenommen habe, ist vielleicht die außergewöhnlichste und am wenigsten typische Antarktis-Abenteueruhr, meine Resonance Type 1, die ich vor einigen Jahren erworben habe, nachdem ich auch den Gründer von Resonance, Benoît Mintien, kennengelernt habe. Und auch deshalb habe ich sie etwas mitgenommen in der Annahme, dass auf so eine Reise mit auch eventuell der ein oder andere Uhrenenthusiast geht. Und da hat man immer etwas zu erzählen und Leute kennenzulernen. Und da kann so eine Uhr auch ein guter Eisbrecher sein. Die Rolex habe ich tatsächlich eben immer dann getragen, wenn es gefühlt abenteuerlicher wurde. Also wenn ich bei 2 Grad in irgendeiner Bucht schwimmen gehen wollte oder wenn es auf Wanderungen ging. Die Zenith wiederum habe ich überwiegend dann getragen, wenn es einfach zum Besuch auf eine Pinguinkolonie ging und wenn man im Schnee stand und die Uhr dabei hatte und eben diese Schneeflockenoptik irgendwie mir im Zusammenhang besonders gut gefiel. Und die Resonance habe ich letztlich überwiegend abends getragen, eben wenn man zum Dinner ging oder in Vorträgen saß und über die Antarktis etwas erfahren hat. Also das war dann quasi eher für den Indoor auf dem Schiffteil und die beiden anderen Uhren habe ich eher getragen, wenn es nach draußen ging. Ja, die Rolex GMT Master 2 mit der Pepsi-Lünette ist ja im Moment
eine der wahrscheinlich beliebtesten oder begehrtesten Uhren, die es auf der Welt gibt. Die Cerachrom-Lünette mit dem blauen und dem roten Farbton finde ich persönlich wahnsinnig schön. Es wird ja immer gesagt, dass die neueren Rolex Pepsis da noch mal ein wenig nachgefärbt haben, dass das Blau noch etwas intensiver und das Rot noch etwas intensiver geworden ist. Ja, und ich finde das Jubiläeband aus dem Rolex eigenen Oyster-Stil auch nach wie vor sehr, sehr ansprechend. Und ich glaube, gerade mit dem Jubiläeband kommen nicht alle Rolex-Freunde oder auch Uhrenfreunde immer zurecht. Ich finde eben, weil es so anders aussieht als die meisten anderen Rolex-Stahlmodelle, mag ich es gerade ganz besonders und weil es eine leichte Retro-Vintage-Optik auch hat. Und mit 40 mm Durchmesser ist das auch noch ein Sportmodell, was wirklich sehr, sehr dezent sich tragen lässt. Es hat auch nicht die Bauhöhe wie manche andere Sportmodelle und ist eigentlich eine Uhr, die ich fast immer tragen kann, also die zum Anzug genauso gut aussehen würde wie eben zu einem sportlicheren Outfit. Die GMT Master an sich ist ja eine absolute Ikone der Uhrengeschichte. Erfunden, wenn man so will, oder erstmals präsentiert wurde sie 1955. Damals hat man sie ja entwickelt, damit vor allem die Piloten der Pan Am ohne jegliche Präzisionsverluste zwischen Ost- und Westküste hin und her fliegen konnten und nicht immer beim Abflug in Los Angeles und der Ankunft in New York zum Beispiel dann umstellen mussten und da irgendwelche Präzisionsverluste hatten. Seitdem ist die Uhr eigentlich quasi die Flieger-GMT-Uhr schlechthin. Ja, die Zenit entspricht natürlich sehr meinem Geschmack oder meinem persönlichen Faible für die Farbe Blau. Allein weil ich gerne Blau trage, ist so eine leuchtend blaue Uhr etwas, was in meine Sammlung sehr, sehr gut gepasst hat. Die Grundlage ist eine Zenit Heritage 146. Und das, was ich immer als Schneeflockenoptik, also diese Tachymeter-Skala bezeichne, ist eben von einer El Primero von 1971 inspiriert. Das Ganze hat halt dieses wunderschöne blaue Zifferblatt Solar Blue, nennen sie das. Das ist letzten Endes so eine Art Sonnenschliff, hat also in der Mitte wirkt es heller als zum Rand hin, was ich wahnsinnig, wahnsinnig schön finde. Und dazu dann dieses auch blaue Alcantara-Band mit den weißen Ziernähten. Die Uhr selber mit 38 mm ist eine sehr zierliche Variante eines Chronographen. LVMH ist ja der erste Konzern, der mit George Bamford oder dem Bamford Watch Department offiziell zusammenarbeitet. Das heißt, die fördern sogar oder unterstützen eben, dass George Bamford sich die Uhren anguckt oder dass Kunden sagen können, ich möchte meine aber so oder so haben. Und diese Uhr wiederum ist ja eine Kooperation von Zenit, dem Bamford Watch Department und dem Online-Männerversand, wenn man so will, Mr. Porter. 25 Stück gibt es davon nur und die Uhr selber wurde eben von dem Bamford Watch Department gestaltet, wurde dann aber nach den Qualitätsansprüchen und auch eben von Zenit selber in der Manufaktur in der Schweiz produziert, was ich auch sehr reizvoll finde. Das heißt, man hat die Optik quasi, die eben von extern zugeliefert wird, aber hat den kompletten Qualitätsanspruch von Zenit selber dann am Handgelenk. Die El Primero Solar Blue hat den klassischen Schaltradchronographen mit automatischem Aufzug. Und das Tolle ist, dass man eben auch durch den gläsernen Gehäuseboden ins Werk schauen kann. Und wenn man dann hinten ins Uhrwerk hineinschaut, fällt eben die Schwungmasse mit dem Côte de Genève Schliff auf. In diesem Fall ist in der Uhr das El Primero 4069 verbaut, ein Automatikkaliber mit einer Gangreserve von mindestens 50 Stunden. Ja, und die Renaissance Type 1 ist dann wahrscheinlich die außergewöhnlichste von den Uhren. Renaissance ist ja eine noch relativ junge Marke und das Ungewöhnliche an der Marke ist eben, dass sie von einem ganz anderen Ansatz herkommen. Der Gründer Benoît Mintien ist kein Uhrmachermeister, er sagt auch selber, ich bin noch nicht mal Schweizer. Eigentlich ist er ein komplettes Enfant terrible, wenn man so will. Er ist von Beruf nämlich Industriedesigner und kommt eben auch erstmal von diesem Form follows Function Bauhausansatz so ein bisschen zum
Uhrmacherhandwerk und hat einfach diese Idee gehabt, Uhren zu entwickeln, die eine ganz andere optische Sprache verfolgen. Und er ist eine komplette Independent-Marke, die eben mit dieser scheibenartigen Zeitdarstellung, im Fall von der Type 1 sind es eben nur Scheiben, dann gibt es noch die Modelle, die sogar mit Öl gefüllt sind, die auch eine Optik haben, als wäre es eine Smartwatch, der also einfach Uhren macht, die komplett gegen die Konventionen eigentlich verstoßen, die dabei aber eine sehr, sehr ansprechende Ästhetik haben, also auch eine sehr massentaugliche Ästhetik letzten Endes, was man bei manchen Independent-Marken, die sehr eigenwillige Wege gehen, ja nicht sagen kann. Und die Uhr ist ständig in Bewegung. Auch das ist so ein halb philosophischer Ansatz quasi bei der Gestaltung, dass die Zeit ist in Bewegung, darum auch das Zifferblatt. Das heißt, es verschiebt sich ständig, mal sind die Stunden oben, mal sind die Minuten oben. Das Ganze nennt sich Resonance Orbital Convex System. Das ist eben die Darstellung dieser dreidimensionalen Zeit, die eben auf Zeiger verzichtet und die Zeit eigentlich auf einer Scheibe darstellt oder auf mehreren Scheiben. Es ist in dem Sinne kein Manufakturkaliber, sondern nur ein umgebautes Kaliber, aber eben eines, was aus 212 Komponenten eben diese Form der Zeitdarstellung letzten Endes möglich macht, was ein wahnsinniger Aufwand ist und auch erklärt, warum es nur relativ wenig von diesen Uhren jedes Jahr gibt. Dazwischen dann wiederum ist das abgewandelte Basiskaliber 2892 verarbeitet, das man nach den Vorstellungen des Belgiers Benoît Mintien in der Schweiz dann anfertigt. Eines der auffälligsten Merkmale der Resonance Type 1 oder eigentlich aller Resonance-Uhren ist, dass es keine Krone gibt. Da ist man einfach bei Resonance, oder der Gründer hat gesagt, eine Krone selber ist in den meisten Fällen, oder eigentlich ist es ein Mittel zum Zweck, aber es ist keine gute Lösung, weil entweder man macht die Krone so groß, dass sie gegen das Handgelenk drückt und irgendwie den Tragekomfort beeinträchtigt, oder man macht die Krone möglichst klein und zierlich, dann kann man sie aber schlecht bedienen. Und darum hat er eben nach einem Weg gesucht, wie man eine Armbanduhr tragen kann und also wie man eine Armbanduhr konstruiert, die ohne Krone auskommt. Und seine Lösung ist eben das Stellen der Zeit über den gläsernen Boden seiner Modelle letzten Endes, die sich dann kreisförmig verschieben lassen und die dann die Zeit jeweils einstellt. Wenn man sich das Zifferblatt anguckt, muss man erstmal sich einen Tick daran gewöhnen, dass die Zeit hier anders dargestellt wird. Da hat man einmal die Stundenanzeige in dem mittelgrößten Scheibe, wenn man so will. Dann gibt es die Minutenanzeige, die relativ klar zu erkennen ist. Dazu noch eine kleine Sekunde. Ja, und bei der Wochenanzeige sieht man halt, das sind eigentlich kreisförmig 7 Tage, wobei die 5 Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag sind die komplett weißen Striche, wenn man so will, und Samstag und Sonntag sind die nicht ausgefüllt sind komplett. Die Uhr selber kostet inzwischen im Handel 17.500 €, was alles andere als eine Einsteigeruhr ist und natürlich auch, da muss man schon so ein bisschen uhrenverrückt für sein. Und die Reise in die Antarktis war für mich sicherlich die außergewöhnlichste Naturreise, die ich je gemacht habe. Und vielleicht ist es etwas albern zu behaupten, dass eben die Auswahl der Uhren, die man dahin mitnimmt, jetzt ausschlaggebend sind für das Reiseerlebnis. Was ich aber toll finde, ist, dass eben diese 3 Uhren, die mir selber sehr viel bedeuten, mich an diesen Orten begleitet haben. Und am Ende geht es für mich bei Uhren immer darum, was ich mit ihnen assoziiere, was für eine Geschichte ich in den Uhren sehe, welche Erinnerungen ich auch mit diesen Uhren verbinde. Und dass ich in Zukunft jedes Mal, wenn ich auch nur eine von diesen 3 anlege, weiß oder mich daran erinnern werde, dass diese mich in die Antarktis begleitet hat, macht jedes einzelne Stück nochmal für mich wertvoller und zu etwas ganz Besonderem.